Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte euch schon in den letzten Vlogs erzählt, dass ja zwei große Ereignisse bei uns in der Familie anstehen und eins davon möchte ich jetzt verkünden. Und ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich denke, ich blende erstmal was für euch ein. Hier, guck mal, was ich in der Schublade gemacht habe. Nee. Ich war noch nicht mal fertig mit draufpickeln, da war schon der Strich. Ja, wie ihr seht, meine Lieben, ich bin schwanger. Auch das mal wieder ungeplant. Ich erzähle euch gleich mal die ganze Story. Als ich das meinem Mann gezeigt habe, den Schwangerschaftstest, war ich schon fast in der 9. Woche schwanger. Ich wusste das auch lange nicht. Ich dachte, ich bin in einer Prämenopause oder so. Aber dazu kommen wir gleich. Ich bin mittlerweile in der 19. Schwangerschaftswoche, also Ende des 5. Schwangerschaftsmonats. Das heißt, ich habe in einer Woche eigentlich schon die Hälfte der Schwangerschaft hinter mir. Also ja, ich wollte es eigentlich euch schon ein bisschen früher ankündigen, aber ich bin ehrlich gesagt nicht dazu gekommen. Ich werde jetzt am Montag 42. Das heißt, ich bin dann mit 42 werde ich zum 9. Mal Mutter. Oh Gott, das hört sich so heftig an. Es ist meine 4. Schwangerschaft und ich werde unser 9. Kind bekommen. Wir werden unser 9. Kind bekommen. Und ja, ist ein bisschen aufregend. Ich fange mal ganz von vorne an. Also, ihr könnt euch ja gerne auch, ich habe ja in der gleichen Playlist hier in Real Talk ja auch Themen zu der Schwangerschaft mit den Sechslingen und auch die ungeplante Schwangerschaft direkt nach den Sechslingen. Könnt ihr euch gerne anschauen. Da werde ich jetzt nicht so detailliert drauf eingehen. Aber ja, nicht alle meine Schwangerschaften waren halt so geplant. Ich hatte mir als junges Mädchen immer so, ja, gedacht, so 3 Kinder, das ist immer ganz schön. Unsere erste Tochter war halt eben geplant gewesen. Dann wollten wir ein Geschwisterchen, dann kamen die Sechslinge. Und kurz nach den Sechslingen wurde ich sehr schnell wieder schwanger und dann kam unser 8. Kind zur Welt. Ja, ich hatte eigentlich mit der Kinderplanung abgeschlossen. Ich hatte kurz mal, ganz kurz aber nur, das war ungefähr vor, ich glaube so 2, 3 Jahren, 4 Jahren, ich kann es euch jetzt nicht so genau sagen, kurz den Gedanken, also es war in diesem Zeitraum, also für die uns schon länger folgen, ihr wisst ja auch, ich habe ja jahrelang mit einer Hormonstörung zu kämpfen gehabt, also mit PCOS. Ich habe dazu ja auch ein paar Videos hochgeladen, also schaut euch die sehr, sehr gerne an. Und ich habe ja fast 20 Jahre lang deswegen die Pille immer nehmen müssen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte einfach nicht mehr. Ich hatte viele Beschwerden, mir ging es nicht gut und ich wollte irgendwas ändern. Und ja, hatte auch endlich mal so die Zeit, mich um mich zu kümmern, um meine Gesundheit. Und habe das eben vor ein paar Jahren in Angriff genommen und habe trotz dem Rat der Ärzte die Pille abgesetzt und mich um meinen Hormonhaushalt und so weiter gekümmert. Und das hat echt paar Jahre gedauert, bis ich selbst erstmal begriffen habe, weil ihr müsst euch vorstellen, mir wurde schon als junges Mädchen mit 15 Jahren die Pille verschrieben, weil ich beim Frauenarzt war und gesagt habe, ich habe keine Periode. Ja, und ihr müsst euch mal vorstellen, ich wusste nicht, wie der Körper einer Frau überhaupt funktioniert. Ja, diesen monatlichen Zyklus, den wir haben, was wir da durchleben, was unsere Hormone mit einem machen und so weiter. Deswegen waren für mich die letzten Jahre einfach ja, sehr, sehr interessant. Ich habe mich viel mit mir, mit meiner Gesundheit beschäftigt und habe ja meine Hormone unter Kontrolle bekommen und habe dann einfach einen schönen regelmäßigen Zyklus gehabt. Und da kam so kurz dieser Moment, wo ich dachte, Mensch, wenn ich jetzt noch ein Kind haben wollen würde, würde das theoretisch auf natürlichem Weg klappen. Ihr müsst halt wissen, für diejenigen, die die anderen Videos nicht kennen, ich habe halt meine erste Schwangerschaft war mit Unterstützung einer Hormonbehandlung. Also ich hatte keine künstliche Befruchtung, sondern habe halt Hormone bekommen, damit ich einen Eisprung bekomme, da ich ja den von Natur aus nicht hatte. Und genauso auch die zweite Schwangerschaft mit den Sechslingen hatte ich eine hormonelle Unterstützung, also in Form von Spritzen, Hormone bekommen, damit ich einen Eisprung, damit meine Eier reifen und ich dann einen Eisprung habe und dann halt eben schwanger werde.
nur die dritte Schwangerschaft war sozusagen, ja, natürlich in dem Sinne, dass ich dann, ja, hatte mit der Pille wieder angefangen und dann bin ich halt direkt schwanger geworden. Ja, also war das sozusagen die einzige ungeplante Schwangerschaft. Und dann, ja, hatte ich eben, wie gesagt, kurz diesen Gedanken, wenn ich jetzt noch mein Kind wollen würde, würde es ja wahrscheinlich theoretisch klappen, dadurch, dass ich ja einen gesunden, regelmäßigen Zyklus habe. Und dann habe ich aber diesen Gedanken super schnell verworfen, weil ihr müsst euch vorstellen, unsere Große ist 21. Die Sechslinge sind jetzt im Oktober dieses Jahres 17 geworden. Der Jüngste ist im November 16 geworden. Dadurch, dass die Kinder halt immer größer werden, immer selbstständiger und so, fing bei mir eigentlich erst so die Zeit an, wo ich mich um mich kümmern konnte, wo ich mich mehr mit mir beschäftigt habe, zum Sport gegangen bin, angefangen habe zu arbeiten und einfach, ja, diese Zeit so jetzt endlich so war, oh, ich kann jetzt, sag ich mal, endlich leben, weil ihr müsst euch vorstellen, ich hatte mit 25 Jahren schon meine 8 Kinder gehabt und ja, habe halt auch nicht so viel in meinem Leben erlebt, sagen wir es mal so. Und jetzt war es halt auch so die letzten Jahre, wo wir öfters mit meinem Mann alleine verreist sind und solche Sachen. Und es war dann für mich so dieser Dings, nee, ich will jetzt doch nicht so von vorne nochmal, müsste ich ja wieder von vorne anfangen. Ich will ja jetzt auch ein bisschen was, ja, ein bisschen auch mal anfangen zu leben, ne? Und deswegen habe ich dann halt eben diesen Gedanken, ach, vielleicht noch ein Kind oder sowas, ne? Ich könnte jetzt schwanger werden, wenn ich wollen würde, ohne irgendwelche Unterstützung, dann eben auch ganz schnell verworfen. Ja, und dann war es halt eben so, wie gesagt, ich hatte keine Kinderplanung. Wir haben halt relativ natürlich, sage ich jetzt mal, verhütet. Ja, also ich habe halt keine hormonelle Verhütung verwendet. Und ja, das sind halt einfach so, sage ich jetzt mal, die sind halt nicht so 100% sicher, aber ich habe halt meinen Zyklus auch sehr, sehr gut getrackt. Das heißt, ich wusste schon immer so, wann, wie, vor allem gerade so, wenn ich so meine PMS-Phasen hatte und so. Ich konnte das halt wirklich immer so gut einschätzen. Ich wusste ganz genau, so nach meiner Periode, das ist meine produktivste Zeit, da bin ich immer richtig topfit und da kann ich immer viel leisten. Und dann immer die Woche vor der Periode bin ich dann immer so ein bisschen schlapp und müde. Also es war so halt einfach auch witzig, wie ich schon so meinen Körper eben gut kannte. Und dann war das halt einfach so, dass im August meine Periode ausgeblieben ist, obwohl ich die eben super schön regelmäßig hatte. Und dann dachte ich so, huch, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich, glaube ich, so nachdem die 2 Wochen, also nachdem ich 2 Wochen überfällig war, habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht. Und dieser war auch negativ. Und das ist so, ja, einfach auch so witzig, wenn ich daran denke. Da habe ich dann auch so, ach, ich dachte mir so, komm, film mal einfach mal mit. Eigentlich, ich mag sowas gar nicht. Also auch wenn ich so bei anderen so sehe, die so solche Sachen so mitfilmen, mag ich, aber ich dachte mir so, komm, filmst du einfach mal mit so. Und ja, und dann habe ich so die 3 Minuten gewartet, mir den Timer gestellt und dann habe ich ja gesehen, dass negativ ist und da war dann so, puh, Gott sei Dank. Also da habe ich mich so gefreut. Gefreut, dass er negativ ist. Ja, also ich habe das dann halt auch wirklich nicht erwartet. Das war dann auch für mich so in dem Moment, ah gut, okay, ich bin nicht schwanger. Und dann, ja, ist die Periode ja trotzdem weiter ausgeblieben und ich dachte mir so, was könnte das denn sein? Und ich hatte auch in dem Zeitraum eben super starke PMS-Beschwerden. Ne? Also diese ganzen Beschwerden vor Periodenbeschwerden waren da, aber in dem Moment halt einfach nochmal extremer. Und ich dachte, oh, was kann das sein? Dann habe ich JetGPT gefragt, habe gesagt, ich habe das und das, mir geht's so und so, meine Periode ist ausgeblieben. Der Schwangerschaftstest war aber negativ. Und dann hat er selbst gesagt, ja, das können auch Anzeichen für eine Prämenopause sein. Und dann habe ich recherchiert und geguckt, ab wann fängt denn so eine Prämenopause an und so weiter. Und dachte ich, okay. Also anscheinend geht es jetzt los. Das war dann auch so ein Thema, wo ich dachte, oh, jetzt habe ich meinen ganzen Hormonhaushalt so gut im Griff und dann irgendwann kommt dann, ja, die Menopause, mit der man dann kämpfen muss. Ich sag's euch, wir Frauen, wir haben es echt nicht leicht. Dachte ich, okay, gut, dann ist es jetzt das, dann geht's jetzt hier langsam los mit solchen Prämenopausenbeschwerden und habe mir dann nichts weiter bei gedacht. Und dann ging es mir einfach immer schlechter. Also vor allem, ich war so schlapp, ich war so müde, ich kam kaum aus dem Bett, ich wollte die ganze Zeit nur schlafen und dann dachte ich mir so, oh, weil
Ihr müsst bedenken, ich war bei den ersten beiden Schwangerschaften, dadurch, dass die ja unter ärztlicher Betreuung waren und ne, mit der Hormonbehandlung. Und ich war ja direkt nachdem diese ne, Zeitraum, wo jetzt hätte dann Periode kommen können, ob ich jetzt schwanger bin oder nicht, direkt beim Frauenarzt, habe direkt Blut abgegeben und habe direkt am nächsten Tag erfahren, ob ich schwanger bin oder nicht. Das heißt, ich wusste das immer super, super schnell. Bevor ich irgendwelche Beschwerden haben konnte, war man halt direkt schon, wusste man Bescheid. Ne? Und da war auch immer so der erste Ultraschall, wo man noch gar nichts sieht, nur diese kleine Fruchthöhle, noch nicht mal ein Kind drin, nichts. Bei der letzten Schwangerschaft, also bei der dritten, mit Malik Musa, da war das halt einfach so, da dachte ich ja auch, ich habe ja mit der Pille angefangen und habe da zwar ja meine Tage nicht bekommen, hatte auch bei der Ärztin angerufen und die meinte, ja, ich habe ja gerade neu die Sechslinge bekommen und so, da ist noch alles durcheinander, das muss ich erst regulieren und so. Da dachte ich mir ja auch nichts bei. Und da hatte ich ja eine ganz normale Routineuntersuchung und war bei der Krebsvorsorge. Und dann saß ich ja da auf dem Stuhl und die machten Ultraschall und dann sehe ich nur auf dem Monitor ein riesen Kind. Ja, ihr müsst euch vorstellen, wie gesagt, ich kannte immer das nur mit dieser Fruchthülle, mit diesem ne, kleinen Punkt auf dem Ultraschall. Und da in dem Moment, die brauchte gar nicht sagen, ich habe selber erkannt, dass das ein Kind ist. Da war ich nämlich auch schon fast in der 9. Schwangerschaftswoche. Und das war halt eben so eher ein krasser Schock. Und da war das halt, dass ich in dem Moment, als ich dann beim Frauenarzt war, auch meinte, ne, ich habe meine Periode nicht bekommen und so, ich weiß nicht. Und ich hatte da wirklich null Gedanken daran, dass ich hätte schwanger sein können. Das war halt eben so witzig. Also null. Ich habe halt nur gemeint, ja, ich glaube, ich habe irgendwie einen Vitaminmangel. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe gerade da Sechslinge zur Welt bekommen. Die waren dann gerade in dem Moment 4, 5 Monate alt. Und ich meinte dann so, ja, ich bin total schlapp und müde. Ich glaube, ich habe irgendeinen Vitaminmangel oder so. Können Sie da auch nochmal im Blut nachschauen. So, also ich war davon überzeugt, dass wahrscheinlich durch den Stress, ne, neue Sechslinge bekommen, da muss ich ja auch alles wieder regulieren, der Hormonhaushalt, whatever, fix und fertig, nur am Ackern und ja, keine Zeit zum Essen, irgendein Vitaminmangel, davon war ich halt so überzeugt, dass es das war. Und deswegen war das so für mich der erste Anzeichen, boah, diese Schlappheit und diese Müdigkeit kenne ich von der Schwangerschaft mit ihm. Aber ich wollte mir das nicht einbilden. Dachte ich mir so, naja, das kann ja eben auch andere Gründe haben. Ne? Und eigentlich hatte ich ja auch, ihr wisst ja auch die letzten Jahre, wenn ihr uns verfolgt, ne? Ich habe ja auch jetzt 2,5 Jahre super viel Sport gemacht, also auch Krafttraining. Ich habe viel supplementiert, meine Vitamine. Ich hatte auch immer einen starken Vitamin-D-Mangel. Das habe ich in den Griff bekommen und habe halt auch so eben sowas wie Magnesium und Zink und Omega-3 regelmäßig eingenommen, so dass ich auch wirklich gemerkt habe, das macht halt auch viel aus, dass es einem gut geht, ne? Weil gerade auch, wenn man irgendein Mineralmangel hat, ne, irgendein Vitamin-D-Mangel, das macht ja auch viele Beschwerden. Deswegen dachte ich so, ja, das kann es ja jetzt nicht sein, ne? Und dann dachte ich irgendwann, wie gesagt, weil es war einfach so dieses hauptsächlich, ich war super schlapp und super müde und ich kam wirklich nicht aus dem Bett. Ich konnte kaum was machen und dachte mir, komm, mach mal einen Termin beim Hausarzt, machst mal ein großes Blutbild. Und dann bin ich hin und dann wusste ich auch, gut, dass ich ChatGPT gefragt habe. Der hat mir nämlich gesagt, ich muss aber dem Hausarzt extra nochmal sagen, er soll nochmal nach einer Schwangerschaft gucken, weil das sieht er direkt nicht im Blut. Man muss ja schon nach einem bestimmten Wert dann schauen. Und dann dachte ich mir so, okay, ich habe ihm halt gesagt, ja, mir geht es aktuell so und so, ich bin super schlapp, super müde, ich habe überhaupt keine Energie. Mir geht's nicht gut, also ich habe mich wirklich wie so krank gefühlt. Ich hatte auch wirklich so leicht Schwindel auch immer wieder gehabt. Und ich meinte dann auch zu ihm, ich hatte einen Schwangerschaftstest gemacht, der war negativ, aber schauen Sie trotzdem mal sicherheitshalber nochmal nach. Man weiß ja nie. Ich will es halt einfach nur abgeklärt haben. Und habe Blut abgegeben und so weiter. Und der Hausarzt meinte auch direkt, wenn irgendwas sein sollte, dann rufe ich direkt morgen an. Also dann wollte er mich direkt am nächsten Tag anrufen, falls jetzt irgendwas auffällig sein sollte, wie jetzt irgendwie ein bestimmter Wert, der jetzt sehr auffällig ist oder eben eine Schwangerschaft. Und dann hat er am nächsten Tag nicht angerufen. Das war halt ein Freitag. Dann habe ich gewartet, da kam kein Telefon. Und ich habe auch in der Zwischenzeit, ich habe mit meinem Mann gar nicht, ich hatte meinem Mann nur so einmal so gezeigt, dass ich diesen Schwangerschaftstest, also diese Aufnahme, wie ich gefilmt habe, guck mal, ich habe hier einen Schwangerschaftstest gemacht, so, der war negativ, puh, so. Da hat er auch nur so gelacht, hat er auch nichts gemeint. Und dann, ja, er wusste halt auch die ganze Zeit, dass es mir nur schlecht geht, aber wir haben das halt nicht thematisiert. Also ich habe mit ihm das nicht thematisiert, was ich so denke. Ich habe halt die ganze Zeit mit meiner Mutter geredet und meinte, ey, mir geht's so schlecht, Mama und so. Und ich sag, ich will mir das nicht einbilden, aber es ist so einfach, weil danach kam die Übelkeit dazu. Und ich habe generell in meinen Schwangerschaften, Gott sei Dank,
nie sowas wie mit Erbrechen fielen müssen oder so. Ich glaube, ich habe mich jeweils vielleicht einmal übergeben müssen. Wenn, dann hatte ich halt wirklich nur so ein bisschen so Übelkeit, so tagsüber, aber nie extrem in all meinen Schwangerschaften. Und dann fing es halt wirklich so an, dass ich von morgens bis abends war mir einfach schlecht. Ich wollte nichts essen, ich konnte kein Essen sehen. Geruchsempfindlich bin ich eigentlich sowieso, finde ich, so im Alter ein bisschen geworden. Aber das war dann auch nochmal extrem. Ich konnte weder Parfüm riechen, noch Essensgerüche. Also mir war wirklich die ganze Zeit einfach schlecht. Und ja, einfach diese typischen Beschwerden, die man so in der Schwangerschaft hat. Und ich rede die ganze Zeit mit meiner Mutter und sage, Mama, ich habe Angst, dass ich es mir einbilde, dass ich mich in irgendwas reinsteigere, aber das kann doch nicht sein. Ich sage, die Übelkeit, diese Schläfrigkeit, diese Müdigkeit, diese Energielosigkeit, diese ganzen Beschwerden, ja, das kann doch nicht sein. Und ich war auch super aufgebläht, mein Bauch war auch draußen so und dadurch, dass ich ja auch so viel Sport gemacht habe und so, ich war ja auch so, das ist das Einzige, wo ich jetzt gerade so weine. Ich hatte meine ersten oberen Bauchmuskeln schon, da war ich so stolz drauf. Die sind jetzt natürlich nicht mehr da. Auf jeden Fall, ja, war ich auch super aufgebläht und so weiter. Oh, ich dachte mir, es kann nicht sein. Und dann meinte ich zu meiner Mutter, guck, der hat nicht angerufen, der Hausarzt. Also bin ich nicht schwanger? Was ist denn das? Und das hat mich auch selber so genervt, weil das ist ja so, ihr kennt das ja vielleicht, wenn ihr Mama seid. Es ist natürlich immer blöd, wenn die Mama ausfällt. Ich habe hier natürlich nicht nur meinen Job, aber ich kümmere mich halt um den Haushalt, ums Kochen, um Essen, um die Kids, das alles drum und dran. Und es ist dann immer, wenn man dann so ausfällt, ja, ist dann halt immer so, also für mich immer so, ich darf nicht ausfallen, ne? Das ist dann immer, dann entsteht Chaos, die Hausarbeit bleibt liegen und so weiter. Der Hausarzt hat eben nicht angerufen, dann dachte ich, okay, komm, jetzt vielleicht Freitag, Wochenende und so, vielleicht ruft, wenn was sein sollte, ruft er am Montag nochmal an. Wieder übers Wochenende so Dings, Montag so abgewartet, okay, wenn der jetzt anruft, ne, es kam kein Anruf. Dachte ich, nee, Mama, ich bin nicht schwanger. Guck mal, der hätte doch angerufen. Du siehst es doch im Blut. Ne, ein Schwangerschaftstest kann ja immer mal irgendwas, keine Ahnung, schief gehen, weil ist er abgelaufen, keine Ahnung, whatever. Ich sag, guck mal, ich bin nicht schwanger. Aber was habe ich denn? Das war einfach so dieses, die ganze Zeit so, warum habe ich diese, warum geht es mir so? Und meine Mutter meinte, ja, die ganze Zeit dann, na dann komm, mach doch noch mal einen Test. Ich so, warum soll ich denn jetzt noch mal einen Test machen? Der Arzt hat nicht angerufen, also habe ich nichts. Und sie dann, nein, komm, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und ich auch so, Mann, ich sag, vielleicht ist das psychisch, ich bilde mir das alles nur ein und so und hin und her. Und dann verging noch eine weitere Woche. Und dann habe ich gesagt, komm, okay, ich hole mir jetzt noch mal einen Test. Und dann war es halt einfach so, so witzig. Ich mache diesen Test und das ist ein bisschen blöd zu sagen, man pinkelt ja da drauf, ne? Manche machen es im Becher, ist egal. Auf jeden Fall, ich war noch nicht mal fertig und da kam schon direkt der Positivstrich. Ich habe keine 3 Minuten warten müssen, ich habe, glaube ich, 3 Sekunden nur gewartet. Du hast ja einmal den Kontrollstreifen und einmal diesen Positivstreifen, ne? Denn wenn er positiv ist, kommt der Streifen, wenn nicht, dann kommt da gar nichts. Also ich hatte halt diesen klassischen Test, ohne dass da dieses Schwangerschaftsdings steht. Ich habe mir den ein bisschen günstigeren genommen. Und in dem Moment war einfach so, weder dieses, ne, so wie diese Erleichterung, oh, ich bin schwanger, dann könnte man jetzt erwarten, dass ihr erwartet, dass ich in dem Moment so enttäuscht war, oh mein Gott, ich bin schwanger. So, in dem Moment war einfach für mich nur dieses, oh, ich wusste es, so. Also einfach nur diese Erleichterung, Gott, ich weiß jetzt, was ich habe. So, wisst ihr, es war einfach nur dieses jetzt für mich, diese Erleichterung, okay, es ist das. Naja, es kann ja auch nichts anderes gewesen sein, so in dem Sinne. Also wirklich einfach in dem Moment dieses so, ich sehe schon dieser Strich direkt richtig fett, bevor der Kontrollstreifen überhaupt durchgelaufen ist, positiv. Und da war in dem Moment einfach nur so eine Erleichterung, so, ja, es ist das, ich habe das. So endlich so diese Gewissheit, so wirklich so, was ist mit mir los? Und er sagt, ja klar, es war einfach, es konnte ja nichts anderes sein, ne, in dem Sinne. Habe ich da eigentlich als erstes, habt ihr ja schon gesehen, Hikmet die frohe Botschaft mitgeteilt. Ja, und war dann eigentlich auch direkt schon ein paar Tage später beim Frauenarzt und beim Ultraschall. Ich hatte ja das so ein bisschen ausgerechnet mit ChatGPT. Dann dachte ich so, krass, ich bin schon in der 11. oder 12. Schwangerschaftswoche. Aber beim Frauenarzt hat sie natürlich das Kind ausgemessen und meinte, da war ich
knapp 9. Schwangerschaftswoche, also 8 plus 6 oder irgendwie 5 oder so. Ja, das war so genau dieser gleiche Zeitraum wie bei Malik Musa, kann man sagen. Und ja, so da war ich erstmal so happy, okay, ich weiß jetzt, was los ist, aber mir ging es halt weiter einfach, ja, nicht so gut. Hauptsächlich eben diese Schlappheit, Müdigkeit und ja, ich glaube, das war so wirklich ganze 2 Wochen, würde ich sagen, wo mir von morgens bis abends schlecht war. Ja, nachdem ich das dann Hikmet gesagt habe, haben wir uns dann hingesetzt und sagen, okay, jetzt sagen wir es mal den Kids, mal gucken, was die dazu sagen und das könnt ihr jetzt hier sehen. Ja, also schön, dass wir uns alle hier versammelt haben. Ich wollte eine Ankündigung machen. Irgendwas mit Abla, oder? Ja. Also Abla weiß, worum es geht. Okay. Deswegen ihre Reaction wird nicht überraschend sein. Sag jetzt. Oh ja, kannst du uns Hinweis geben? Nee, dann wissen die. Also folgendes. Volleyballmannschaft hat Dings, Was? 9 Spieler. Der 9. Spieler hat gefehlt. Das war jetzt nicht so geplant. Wir sind irgendwo bei dem Stadion eingeladen. Was redest du? Beim Volleyball. Ja, das ist doch Der Buch ist rausgekommen. Das ist doch jetzt an der. 9. Spieler hat gefehlt. Jetzt. Mann, ist Ja, nicht okay. lustig. Reicht jetzt. Normal nicht komplett. 9. Spieler. Irgendwas mit 9. Ey, was für 9. Spieler? Mach ein Ja, Kind ne. oder was? Hatte? Ja, das war jetzt nicht geplant, aber Dana hat es schon gesagt. Ich wusste. Nee. Wirklich? Check nicht. Ihr kriegt, wenn alles gut geht, inshallah noch ein Geschwisterchen. Wirklich? Hä? Was? Werdet ihr alle nochmal, inshallah, Abis und Abis. Ja, voll cool. Ohne Scheiß. Okay. Das waren 9 Kinder, ich gerade letzte Mal 16 Jahre her. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Und ich denke mal, für die Kinder ist es auf jeden Fall etwas, ich merke mittlerweile, wie gesagt, jetzt bin ich ja schon Ende 5. Schwangerschaftsmonat, fast im 6. Schwangerschaftsmonat. Jetzt ist da ja auch schon ein Bäuchlein, das sehen auch die Kinder. Ich merke, bei denen ändert sich jetzt langsam auch so ein bisschen was, weil das ist so witzig, die Kinder waren halt so auch überfordert mit der Situation, weil die kennen das gar nicht. Die sind alle so zusammen miteinander aufgewachsen. Die haben ja nur eine größere Schwester, ja, das ist jetzt 4 Jahre Altersunterschied. Der war dann ja jetzt irgendwann auch nicht mehr so auffällig, aber die kennen es nicht. Ne, gerade auch Malik Musa, der kam ja direkt hinterher. Das heißt, der ist ja auch mit den Sechslingen aufgewachsen. Die sind ja, ich sage ja immer, die sind wie Sieblinge aufgewachsen. Wenn ihr euch mal so die alten Bilder und so anguckt, alle gleich lang, gerade auch, weil die Sechslinge eben Frühchen waren die ja immer so ein bisschen kleiner. Und ja, als Malik Musa dann kam und er halt als Proper-Kind hatte die ja sehr schnell eingeholt, sodass die wirklich ja aussahen wie Sieblinge. Ne? Und die sind gemeinsam aufgewachsen. Das heißt, die kennen es nicht, irgendwie noch mal ein kleineres Geschwisterchen zu haben. Ich weiß, Medium, bei ihr war es halt so witzig, die hatte das halt immer so gesagt, weil sie wollte ja ein Geschwisterchen damals eben mit 4 Jahren, weil ihre beste Freundin in der Kita ein Geschwisterchen-Baby bekommen hatte und da hatte sie ja gemeint so, Mama, Papa, ich will auch ein Schwesterbaby, ein Schwesterbaby oder Bruderbaby haben. Und dann dachten wir so, ach komm, lass mal nicht so einen großen Abstand haben. Ne? Und deswegen hatten wir dann eben unser zweites Kind geplant. Weil es dann eben die Sechslinge waren, deswegen schiebe ich immer auf Medium die Schuld. Sag mal, ja, du wolltest ein Geschwisterchen hier, hast du 6 bekommen? Ja, sie hat dann immer gemeint, so auch so die letzten Jahre, ach, eigentlich jetzt so in meinem Alter fände ich das jetzt schön, so ein kleines Geschwisterchen zu haben. Ja, deswegen ist das so für die Kinder, das ist genauso wie bei Interviews, wenn die Kinder so gefragt werden, wie ist denn das, ein Sechsling zu sein? Und dann gucken immer die Kinder so und denken so, was soll ich jetzt antworten? Und dann sage ich immer, naja, was sollen die denn antworten? Die kennen es ja nicht anders. Ne? Die Kinder kennen es ja nicht, wie es ist, zum Beispiel als Einzelkind aufzuwachsen, weil die ja miteinander aufgewachsen sind. Genauso haben die jetzt keine Vorstellung, wie es sein wird, jetzt auf einmal ein kleines Geschwisterchen zu haben. Ich bin durch viele Gefühlswellen so ein bisschen jetzt so durchgegangen. Also ich habe generell, zum Beispiel gerade auch, als ich dann die 3. Schwangerschaft nach den Sechslingen, das war ja wirklich in dem Moment beim Frauenarzt, war so Schock. Wie ist das denn passiert?
Aber bei mir war sofort direkt, ich bin aus dem Frauenarzt raus und dachte mir sofort, oh, ich hab dich lieb. Also das ist bei mir, ist das so halt einfach, ich krieg sofort Muttergefühle. Also da ist sofort, auch wenn ich sage, so, es ist jetzt nicht geplant, oder nicht gewollt, das hört sich immer so böse an. Aber ich bin auch in dem Moment direkt so, also meine Muttergefühle kommen direkt immer, Gott sei Dank immer ganz schnell. Also auch wenn es so, also wie gesagt, das war dann auch eben nach dem zweiten Schwangerschaftstest, hatte ich nicht dieses Gefühl so, ach nee, warum, das wollte ich nicht, habe ich nicht geplant, war gar nichts. Es war einfach in dem Moment so diese Erleichterung, dass ich wusste, was ich habe. Und dann, ja, war es eigentlich so jetzt, okay, gut, das ist jetzt wieder was anderes. Vor allem, ihr müsst überlegen, das ist jetzt eine Schwangerschaft nach fast 17 Jahren. Ne? Also der Jüngste ist jetzt 16 geworden. Wenn er jetzt noch die 10 Monate Schwangerschaft berechnet, also sind es fast 17 Jahre. Das ist so für mich, weil ich höre so von meinen Freundinnen und so, ach, du bist doch schon ein Profi und so, ne? So viele Kinder schon zur Welt gebracht. Aber ich denke gerade so, ich habe alles vergessen. Also ich habe gerade so ein Gefühl, ich habe irgendwie alles vergessen. Vor allem, was jetzt anders ist, ich meine, wie gesagt, ich hatte meine letzte Schwangerschaft mit 25 Jahren. Und irgendwie die anderen Schwangerschaften war es so, man war so jung, man hat so viele Sachen im Kopf gehabt. Irgendwie, ich kann mich nicht so erinnern, dass ich so viel mit der Schwangerschaft, auch mit meinem Körper, wie es mir geht, wie ich mich fühle, so viel mit solchen Sachen beschäftigt. Das war halt immer so was anderes. Erstes Kind natürlich war es sehr aufregend, erste Schwangerschaft. Dann bei den Sechslingen, die Schwangerschaft war natürlich voll mit Sorgen und Ängsten verbunden. Das war halt wieder was ganz, ganz anderes. Und eben die dritte Schwangerschaft mit Malik Musa war halt auch nochmal so, einfach so, oh, jetzt, du hast Sechslinge, du hast so viel zu tun, du musst dich um 6 Babys kümmern. Da war es halt einfach nur so, diese Schwangerschaft. Also da fand ich halt einfach diese Schwangerschaft belastend. Weil, wie gesagt, du hast hier 6 Babys und dann, oh, da kam der Bauch dazu und ich muss hier die Kids noch mit der Flasche füttern und so weiter. Da fand ich halt die Schwangerschaft sehr anstrengend und dann wollte ich einfach nur so, komm bitte, komm jetzt raus, ich pack dich zu den anderen Kindern. Da haben wir gesagt, ach, eins mehr oder weniger, macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. 6 Kids waren schon, 6 Babys auf einmal waren schon super viel. Und gesagt, das 7. macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Und das war auch wirklich so. Also ich musste mich ja auf gar nichts vorbereiten. Ich hatte Klamotten, Flaschen, alles, was man für ein Baby braucht, hatte ich 6-fach. Das heißt, wie gesagt, er kam auf die Welt, er kam nur noch dazu und er war ja auch Gott sei Dank ein super pflegeleichtes Baby. Also es hatte dann halt keinen so, sage ich jetzt mal, schlimmen Unterschied gemacht, als er dann nochmal dazu kam, weil es, wie gesagt, eh schon super anstrengend war mit 6 Babys. Da hat das 7. eben jetzt auch nicht so einen großen Unterschied gemacht. Da war es halt, wie gesagt, eher die Schwangerschaft, die dann anstrengend war. Ja, und jetzt ist es halt eben so aufregend, weil ich ja halt eben mehr auch so, ne, mich mit mir beschäftige, mit wie es mir geht, was die Hormone so machen, wie ich mich fühle und so weiter. Und ja, erstes Trimester habe ich ja jetzt durch und das war halt einfach so ein bisschen anstrengend durch diese eben Schlappheit, Müdigkeit. Ich konnte wirklich den ganzen Tag schlafen. Übelkeit war halt so 2 Wochen durchgehend. Dann hat das aufgehört. Dann hatte ich super viele Magen-Darm-Beschwerden, also in dem Sinne super Blähungen. Ich hatte ja so eine schöne Verdauung durch meine gute Ernährung und so weiter. Wirklich so eine Top-Verdauung. Und dann hat meine Verdauung so verrückt gespielt. Das hat mich irre gemacht. Und ja, seit dem zweiten Trimester jetzt, Alhamdulillah, geht es mir viel, viel besser. Also ich bin wieder fit, ich bin nicht so müde und schlapp und habe auch keine Übelkeit. Jetzt fängt bei mir so ein bisschen Sodbrennen an. Ich muss sagen, das hatte ich in jeder Schwangerschaft immer ganz, ganz schlimm. Also es war immer so mein Hauptthema, Sodbrennen. Oh. Aber sonst, Alhamdulillah, geht es mir jetzt gut und fit. Und ich war auch die ersten, ja, 2, fast 3 Monate bin ich kaum zum Sport gegangen, weil ich eben so schlappmüde K.O. war. Es war dann wirklich nach fast 2,5 Jahren meine erste so Pause. Ja, jetzt gehe ich mittlerweile wieder zum Sport. Also da musste ich aber ein bisschen aufpassen. Ihr wisst, ich habe ja, die mich verfolgen, ich habe ja richtig Krafttraining gemacht. Ich habe ja das ist halt so mal so Ding. Ich bin halt so ein bisschen so, da bin ich so ein bisschen traurig, weil ich jetzt so meine Fortschritte, ja, das war für mich immer so jetzt mein Hobby gewesen, meine Freizeit. Ich gehe zum Sport, ich mache mein Krafttraining. Ich habe ja zum Beispiel beim Hüftbeuger, habe ich schon 200 Kilo gestemmt. Das war so für mich, ich habe mich wie so ein Bodybuilder gefühlt.
Ja, und das ist dann so, jetzt kann ich das zum Beispiel jetzt nicht machen. Also ich mache jetzt wieder Sport, ich will natürlich fit bleiben. Ich bin super froh, aber wenigstens, das muss ich ehrlich sagen, dass ich eben jetzt die letzten 2,5 Jahre beim Sport war. Nicht nur, weil ich jetzt über 10 Kilogramm Körperfett verloren hatte. Das ist natürlich gut, weil man muss bedenken, natürlich, wenn du da so ein bisschen Übergewicht hast und dann noch die Schwangerschaft dazu kommt, das ist natürlich immer anstrengender. Aber eben auch, ich hatte ja Rückenschmerzen oft gehabt, weil ich ja viel stehe, viel mache, viel in der Küche bin und auch Kniebeschwerden ja sowieso schon seit meiner Jugend. Und das habe ich mit dem Krafttraining, mit dem Sport ja komplett, Gott sei Dank, ja wegbekommen gehabt. Und deswegen bin ich halt sehr froh, weil, wie gesagt, das ist jetzt nochmal was anderes. Ab Montag mit 42 schwanger zu sein. Ja, das natürlich für der Körper ist da halt natürlich ein bisschen anders wie so eine pfiffige 20-Jährige, ne? Ich denke, das macht schon einen Unterschied, aber deswegen bin ich da sehr, sehr froh, dass ich da ja auf jeden Fall fitter in die Schwangerschaft starte und nicht, sage ich jetzt mal, jetzt vor 2 Jahren vielleicht, wenn ich schwanger geworden wäre, würde es mir vielleicht anders gehen, ne? Deswegen bin ich da ganz froh und wie gesagt, ich habe auch vor, weiter Sport zu machen. Ich muss halt nur ein paar Sachen jetzt ändern. Also wenn euch das Thema Sport in der Schwangerschaft, vor allem Krafttraining in der Schwangerschaft interessiert, könnt ihr mir gerne schreiben. Dann würde ich dazu auch sehr gerne auch ein Video machen, weil ich habe selbst dazu gar nicht viel gefunden. Ich musste selbst so ein bisschen recherchieren, weil die Frauenärztin meinte direkt, nein, man ist ja, soweit ich weiß, ab 35 zählt man ja dann zur Risikoschwangerschaft, ne, als Spätgebärende. Und sie hat gleich gesagt, nein, kein Krafttraining und so weiter. Und dann habe ich selbst nochmal geguckt und geforscht und dann habe ich mich nochmal da richtig beraten lassen. Also wie gesagt, das ist dann nochmal ein Thema für sich. Ich hatte auch direkt zum Beginn der Schwangerschaft den Verdacht einer Schwangerschaftsdiabetes, weil mein nüchterner Blutwert 2-mal beim Frauenarzt zu hoch war. Habe ich so ein Gerät bekommen und musste so 2 Wochen meinen Blutzucker messen und das Ganze aufschreiben und es wurde dann ausgewertet. Und ja, der war eigentlich gut, also wirklich die 2 Wochen, die ich gemessen habe, war alles super. Auch der Langzeitwert vom Blutzucker war gut. Das heißt, ich hatte vor der Schwangerschaft jetzt kein Diabetes, sondern wenn, dann wäre es eine Schwangerschaftsdiabetes. Also wie gesagt, das sah jetzt gut aus, aber ich bin ja da in der Charité bei der Diabetesberatung und ich soll aber jetzt nochmal so ein anderes Gerät mir bestellen, was man halt so, das kennt man auch von den Diabetikern, die das nutzen, also wo man das halt wirklich so ranmacht, irgendwie am Arm oder so und das bleibt dann 24 Stunden dran und der messt dann halt wirklich 200 Mal am Tag den Blutzuckerspiegel, wo man dann halt nochmal auf Nummer sicher geht. Also das wollte dann jetzt die Ärztin, dass ich das nochmal mache, aber ich glaube, also ich vermute, da ist hoffentlich nichts. Ja, ich hatte auch schon meine Feindiagnostik in der 13. Schwangerschaftswoche und eigentlich, das war eigentlich so der Zeitpunkt, wo ich so abwarten wollte, wo ich sagte, okay, komm, wir warten da jetzt nochmal ab, ob alles in Ordnung ist. Und dann wollte ich es eigentlich euch noch sagen, aber wie gesagt, ich war halt einfach dann mit allem überfordert, weil es mir einfach so schlecht geht. Und ihr müsst euch vorstellen, hier YouTube, das ist halt einfach auch mein Job. Und im Vorfeld werden ja Dinge vereinbart, wie Kooperation, Verträge unterschrieben und so weiter. Und mir ging es halt so schlecht. Ich musste alles verschieben und dann hat sich das so alles aufgesammelt, weil ja es kommen ja immer wieder neue Anfragen und so weiter und dann hat sich das alles so aufgestaut und dann, guck mal, ihr merkt das auch, ne? Also ich bin dann auch so erstaunt, wie manche das, einfach ihr spürt das auch und ihr habt das wahrscheinlich auch in den letzten Vlogs einfach gemerkt, dass ich so ein bisschen so noch so gezwungen war. Ich will ja natürlich YouTube nicht aufgeben und dann bist du halt so noch gezwungen, deinen Alltag weiter zu verfolgen, weil als Selbstständige ist das wirklich nicht easy. Ja, also jeder stellt sich das immer so einfach vor. Aber ja, wenn man sich für diesen Weg entscheidet, dann musst du ja auch sagen, ne, du machst jetzt oder du machst jetzt nicht, weil du kannst halt dich nicht wie bei deinem Job normal krank melden und dann wird dein Lohn trotzdem bezahlt, sondern wenn ich nichts mache, kommt halt nichts rein und die Rechnungen und die Vorauszahlungen, die man hat und so weiter, die bleiben halt bestehen und deswegen war ich dann halt so in so einem Druck, obwohl es mir nicht gut geht, muss ich jetzt trotzdem vloggen, so wisst ihr, was ich meine und das habt ihr aber auch gespürt. Und ich hatte euch ja auch gesagt, dass ich auch ja unbedingt Hilfe brauche, also auch
wenn ich nicht schwanger geworden wäre, also ich habe ja sowieso die Annonce schon aufgegeben, bevor ich überhaupt schwanger war, dass ich jemanden suche, eine Mitarbeiterin, die mich einfach unterstützt hier mit den Videos, weil es war mir einfach schon alles zu viel. Ich komme halt nicht mehr hinterher, alles alleine zu machen, ja. Ist ja nicht nur, dass man hier Haushalt, Kinder hat und so weiter, sondern wie gesagt, Film schneiden, den ganzen Content produzieren für YouTube, für Instagram und so weiter. Das war schon einfach alles für mich zu viel, das alleine zu machen, ja, Videos zu schneiden und so. Da war ich ja eben lange auf der Suche und danach, als ich auch noch erfahren habe, dass ich schwanger bin, habe ich gesagt, oh mein Gott, ich brauche unbedingt Hilfe. Und jetzt, Gott sei Dank, ich bin so happy. Ja, jetzt ganz, ganz neu habe ich eine Mitarbeiterin, das ist die liebe Victoria. Könnt ihr ja gerne mal Hallo sagen. Ja, sie hat schon das letzte Video geschnitten und sie schneidet auch dieses Video. Also lasst da gerne ein kleines Hallo für sie da. Ich bin so, so happy. Allein schon dieses Wissen, dass ich sie habe, hat für mich direkt so eine Last entnommen. Ich bin jetzt so gechillter, wo ich weiß, ach, jetzt kann ich wieder mit mehr Freude einfach mich auf den Content konzentrieren, ohne dass ich einfach noch diese zusätzlichen Aufgaben habe mit dem ganzen Geschnipple und so weiter, sondern es ist so ein bisschen, obwohl ich auch gerne Videos schneide, muss ich sagen, ich find's halt einfach schön, aber wie gesagt, es ist einfach alles zu viel. Und so ist es jetzt so eine Entlastung, wo ich weiß, oh, jetzt kann ich mich so zurücklehnen und jetzt wieder mit Freude so eben mehr Content produzieren und ja, das ist einfach, wie gesagt, ich fühle mich jetzt so viel, viel leichter und ich hoffe, ja, auf eine lange und gute Zusammenarbeit und ja, freue mich da einfach jetzt über die Entlastung. Ja, und ich hoffe, das freut euch dann auch, weil, wie gesagt, dann jetzt auch wieder regelmäßig und ja, auch mehr Videos kommen werden. Gerade dann auch, wenn das Baby da ist, ne, ist ja dann auch nochmal schwerer, dann auch nochmal zu vloggen und so. Und dann bin ich wirklich, wirklich froh, dass ich sie da als Unterstützung habe. Oh mein Gott, ich sehe, das sind jetzt schon fast 40 Minuten, die ich gequatscht habe. Ich will das nicht so lang lassen. Ich habe euch super viel zu erzählen, aber ich denke, ich werde euch ja weiter mitnehmen. Wie es jetzt so weitergeht, ist auf jeden Fall eine Veränderung. Sagt mir da gerne auch Bescheid, ob ihr dann später so nochmal irgendwie ein Vergleichsvideo zu den anderen Schwangerschaften und dieser Schwangerschaft haben wollt, was euch so interessiert. Vor allem, ich bin endlich froh, dass ich das euch sagen konnte, weil das war dann so in den letzten Videos so, das ist auch voll doof, wenn du das dann halt nicht so sagen kannst und so, ey Leute, mir geht's nicht gut, weil ich halt schwanger bin und so. Oder ist es für mich jetzt auch so, einerseits so, wo ich auch jetzt so Dinge weiß, wo ich denke, okay, diese Dinge weiß ich schon, die brauche ich auf jeden Fall wieder, ne, fürs neue Baby, weil die waren super gut bei den Sechslingen. Und dann gibt es so Dinge, wo ich denke, überleg mal, nach fast 17 Jahren, da hat sich so viel verändert. Was braucht man denn? Was gibt es denn jetzt heutzutage alles? Also ich kann es auch gar nicht erwarten. Ich hab schon gesagt, nächste Woche nach dem Arzttermin will ich unbedingt in einen Babyladen schon mal gehen und so ein bisschen gucken, was gibt es denn aktuell so? Es hat sich so viel verändert. Ne, von der Technik her und was braucht man eigentlich so? Ihr müsst überlegen, ich habe gar nichts. Ich habe von den letzten Kindern nichts. Ich habe weder Klamotten noch irgendwelche Sachen. Ich habe nichts. Ich weiß nicht, was ich alles brauche. Deswegen, ja, freue ich mich da, euch in den weiteren Vlogs einfach mitzunehmen. Auch eure Unterstützung. Einmal von den ja, Mamas, die jetzt nicht so lange her schwanger waren, die noch wissen, wie alles läuft und was man alles braucht. Das auf jeden Fall. Dann, ja, will ich euch auch mitnehmen, weil ich denke, vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen interessant, der jetzt vielleicht auch spätgebärend ist. Ja, also da will ich auf jeden Fall auch eure Tipps und eure Erfahrungen, ja, falls ihr auch über 40 schwanger wart oder seid, wie es euch geht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, ja, keine Ahnung, was ihr empfehlen könnt als Spätgebärende. Deswegen, ja, ich freue mich super auf den Austausch jetzt mit euch. Bin da so happy, dass es endlich mal raus ist und ja, wir darüber sprechen können. Und ich habe halt eben viele Sachen geplant. Die nächste Feindiagnostikuntersuchung wieder in der Charité. Ich bin auch wieder bei dem Arzt, der auch die Sechslinge betreut und auf die Welt gebracht hat und auch den Malik Musa. Und da bin ich auch froh, dass er noch da ist, weil es war dann auch richtig süß, als wir bei ihm waren. Kann ich euch ein andermal erzählen. Wie gesagt, das ist sonst, ich könnte jetzt 2 Stunden erzählen, ne, alles. Da nehme ich euch auf jeden Fall mit bei der Untersuchung dann nochmal, bei der Feindiagnostik. Und dann, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und ich muss sagen, so seit auch das Bäuchlein und so rausgekommen ist, jetzt ist auch schon so bei mir so eine Vorfreude da. So, ich freue mich schon aufs Baby und ich bin auch so weit.
Das sind die Hormone. Das ist auch so ein Ding, ich bin andauernd so emotional und so. Dann war das auch so. Und dann konnte ich auch nicht immer überall sagen, ja, das sind die Schwangerschaftshormone. Jetzt guckt, das sind die Schwangerschaftshormone, meine Lieben. Ich bin sehr, sehr nah am Wasser gebaut aktuell. Das ist so witzig, ne? Davor ist so, ich habe ja komplett, wie gesagt, mit der Kinderplanung sozusagen abgeschlossen gehabt. Ich war so auf diesen Fokus, ach, ich warte jetzt auf meine Enkelkinder, ne? Weil, wie gesagt, gerade auch so die Älteste und so, ne? Wer weiß, kann ja nicht mehr vielleicht lange dauern. Man weiß es ja nie, ne? Aber ich dachte einfach so, ja, ich werde dann die Zeit genießen, wenn ich dann Großmutter werde und werde da meine, wie nennt man das? Naja, dass ich dann da eben ja die Zeit mit Babys genießen kann, weil ihr müsst euch vorstellen, deswegen einerseits freue ich mich auch, ich möchte nicht groß reden, aber ihr müsst euch vorstellen, erste Schwangerschaft war für mich super aufregend, das erste Kind mit 20 Jahren, ich kam persönlich aus einer sehr, sehr kleinen Familie, ja, hatte nichts mit Babys zu tun und für mich war die erste Schwangerschaft einfach so, auch da war ich super überfordert, die ersten Monate, die hat viel geweint, mit dem Stillen hat es nicht geklappt, das war so wirklich so, ja, so eine aufregende Zeit, das erste Kind, weil man nichts weiß, nichts kennt. Und das konnte ich halt einfach nicht so genießen, wisst ihr? Und dann habe ich mich auf die zweite Schwangerschaft so gefreut, weil ich dachte so, ja, jetzt weißt du, auch wenn es anstrengend wird, man weiß ja, was auf einen zukommt. Dann ist man so halt ganz anders drauf. Und was war? Wir haben dann 6 Dinge bekommen und es war natürlich wieder eine ganz andere Situation. Sei es die Schwangerschaft, auch nach der Geburt, immer diese Sorgen um die Gesundheit, um die Entwicklung. Also da war halt auch nichts mit diese Babyzeit genießen, ja. Und auch als Malik Musa kam, genau das Gleiche, obwohl er ja so ein süßer Wonneproppen war, der ja wirklich super pflegeleicht war, wo ich immer sage, der ist nur auf die Welt gekommen, um zu strahlen, weil er war halt wirklich so, so süß, aber auch dennoch konnte ich da halt wieder die ganze Babyzeit nicht genießen, weil ihr müsst euch halt vorstellen, wir mussten halt einfach, ja, 7 Kleinkinder, 7 Babys versorgen und diese Versorgung hat einfach alle Zeit geraubt, ja, dass man halt wirklich nie, deswegen sage ich habe immer so ein Komplex immer noch gehabt, dass ich halt nie so diese Babyzeit genießen konnte und auch nie so wirklich mit den Stillen das immer geklappt hatte. Und ich denke mir auch, das ist ja auch als junges Mädchen immer zu früh aufgegeben. Wisst ihr, bei den Sechslingen, ich konnte ja nicht stillen, als sie zur Welt kam, da habe ich ja die Milch abgepumpt und immer ins Krankenhaus gebracht. Das musste ja auch extra in so eine Milchküche im Krankenhaus, musste ja auch ein bisschen desinfiziert werden oder was sie da mitgemacht haben, damit die Babys keine Keime bekommen, die Frühchen. Also es war auch super krass. Ja, und da hatte ich einfach super viel Milch. Ja, und dann dachte ich mir so, warum hat es bei der ersten nicht geklappt und dann beim letzten auch irgendwie wieder nicht? Und ich denke mir dann so, vielleicht hatte ich einfach auch viel zu schnell aufgegeben. Also ja, ich will jetzt nicht groß reden, aber das ist so jetzt, wo ich mich trotzdem, auch wenn ich das nicht geplant habe und mein Leben und die Zukunft jetzt ein bisschen anders eigentlich mir vorgestellt hatte, freue ich mich trotzdem jetzt auf das Baby in der Hoffnung. Ja, man weiß ja nie, man weiß nie, mit was man im Leben getestet wird, aber trotzdem ist jetzt für mich so diese Hoffnung und die Vorfreude, ja, das Baby irgendwie genießen zu können und diese Zeit nochmal ganz anders zu erleben. Und die Hormone, die Hormone, das sind Freudentränen. Also ich freue mich definitiv. Die Kids, wie gesagt, die sind so aufgeregt. Die wissen halt einfach nicht, was auf die so zukommt. Aber ich denke, ja, wie alles im Leben hat immer jede Situation seine Vor- und Nachteile. Ich sag mal so, ja, jetzt der große Vorteil, den ich habe, ich habe 8 Babysitter zu Hause. Ja, das heißt, ne, jetzt war ja so dieser Gedanke, ach, ich wollte doch so viel machen und so weiter. Ist halt so, ich meine, ich habe 8 helfende Händchen zu Hause. Ich denke, da ist immer jemand da, dem man kurz das Baby in die Hand geben kann. Ja, ich denke, ich freue mich einfach auch für das Kind. Also das hat, glaube ich, den Jackpot gezogen. Das muss ich ehrlich sagen. Überlegt mal, mit 8 großen Brüdern und Schwestern aufwachsen. Das Baby wird alles von denen kriegen. Überlegt mal, ich stelle mir so vor, das Kind geht so zu dem einen Geschwisterchen. Ja, gehst du mit mir auf den Spielplatz? Nee, ich habe jetzt keine Zeit, keine Lust. Gehst du mit mir auf den Spielplatz? Nee, ich habe jetzt keine Zeit, keine Lust. Irgendein wird dieses Kind dann schon finden.
Also so, deswegen, ja, denke ich mir so, ach ja, auch nach der Geburt und so weiter, wenn alles gut läuft, inshallah, dass ich dann trotzdem auch meinen Sport und alles weitermachen kann, weil ich ja so viele helfende Händchen habe. Und ich denke, es ist auch schön für die Kinder, also gerade auch, die kriegen ja auch eben die ganze Schwangerschaft auch gut mit und so, dass sie das auch mitkriegen. Also ich finde sowas auch immer sehr, sehr schön, wenn Kinder auch sowas mitkriegen. Wie ist so eine Schwangerschaft? Ne? Ist es egal, ob es jetzt die Mädchen oder die Jungs sind, ja? Ich finde es auch immer super wichtig, immer, dass Jungs alles mitkriegen. Ich finde gerade solche Themen, dass auch die Jungs damit aufwachsen und wissen, dass Frauen hormonell auch oft anders ticken und so weiter. Das sind immer so Themen, die finde ich immer super wichtig. Deswegen ist es mir egal, welches Geschlecht, die sollen das halt einfach ja, mitbekommen, dass die das später halt auch als Erfahrung für sich mitnehmen können, ja, wenn sie oder ihr Partner dann eben auch Kinder bekommt. Und deswegen denke ich, das ist für die auch eine schöne Erfahrung. Und wie gesagt, es ist aufregend, es ist spannend. Ja, ich weiß auch seit der 13. Schwangerschaftswoche, seit der Feindiagnostik, zu 80% wurde mir da das Geschlecht gesagt. Ich denke mal jetzt nächste Woche bei der nächsten Feindiagnostik ist es dann 100%. Das war jetzt so wie gesagt 80%, aber es war dann auch witzig, schon in der 13. Schwangerschaftswoche das zu wissen. Und ja, ich warte da jetzt nochmal die nächste Untersuchung ab. Ich zeige euch nur eine Sache noch. Und zwar, ihr wisst ja, ich war ja vor kurzem in London mit Maryam. Blend euch gerne den Vlog nochmal ein. Da war ich ja schon schwanger. Oh, das war so anstrengend, ne? Oh, wir sind ja so viel gelaufen und so weiter. Und da ging es mir ja schon ein bisschen besser, Gott sei Dank. Aber trotzdem so dieses Laufen und so weiter war anstrengend. Und ich habe bis jetzt, ne, wie gesagt, ich bin jetzt 19. Schwangerschaftswoche. Ich habe noch nichts gekauft, noch nichts besorgt. Aber in London konnte ich einfach nicht widerstehen, als ich das gesehen habe. Ich konnte einfach nicht widerstehen, weil ich dachte so, ach, so eine Erinnerung. So, du warst mit mir schon im Bauch, da waren wir zusammen in London. Die Kids dann auch so, nicht, dass ihr denkt, die meinten dann auch so, ah, das ist ja für einen Jungen, weil da sind Autos drauf. Manche, nein, das sind London-Busse. Das kann doch auch ein Mädchen tragen, oder? Das ist doch egal, Junge oder Mädchen, das sind London-Busse. Sind wir doch nicht so pingelig. Auf jeden Fall, ich möchte euch was zeigen. Und zwar im Vergleich, das ist jetzt ein Buddy für 0 bis 3 Monate. Ja, das ist jetzt nicht eine spezielle Größe, sondern 0 bis 3 Monate. Ja, und jetzt zeige ich euch mal einen Buddy von den Sechslingen. Im Vergleich. Guckt euch das mal bitte an. Man vergisst das einfach, wie klein die waren. Man denkt, das ist von einer Puppe, aber schaut mal, da ist sogar noch der Name drauf. Wir haben ja immer alle Sachen im Krankenhaus beschriftet. Also das ist wirklich extra Frühchenkleidung für kleine Frühchen. Muss ich mal so vorstellen. So klein, wie klein die waren. Nun, die haben die auch erst ein bisschen später angefangen zu tragen, die Kleidung, weil die erstmal im Inkubator hatten die ja keine Kleidung, dann später im Wärmebettchen. Hier ist auch zum Beispiel Frühchenkleidung, Größe 42. Hier, schaut mal. Das ist halt wirklich Frühchenkleidung. Ich habe das so zufällig dann gefunden, weil das bei den Spielsachen, als wir vor ein paar Jahren auf dem Flohmarkt unsere Sachen loswerden wollten, waren da eben die Spielsachen von den Kids noch dabei. Und da war das nämlich, weil die haben danach das für ihre Puppen benutzt, die Kids. Die haben damit ihre Püppchen bekleidet. Ich finde es auch so schade, ne? Das war so man war immer so im Stress mit den Sechslingen. Man hat immer nicht so drauf geachtet, dass man sagt, okay, man packt sich was zur Seite und so weiter. Ich meine, wir hatten so viele süße Söckchen und so. Aber ich bin froh, wenigstens diese paar Sachen gerettet zu haben, einfach um, dass die Kids das später mal ihren eigenen Kindern mal zeigen. Schaut mal, eure Mutter, euer Vater hat hier reingepasst. Unglaublich. Unglaublich. Ja, das ist normal. Guckt euch mal diesen Vergleich an. Ach Mensch. Ja, meine Lieben. Wie gesagt, es gibt viel zu erzählen, viel zu machen, viel zu tun. Ich brauche, wie gesagt, viele Tipps von euch und ich nehme euch da auf jeden Fall jetzt weiter mit und ja, in dieser aufregenden Zeit. Und ja, in den nächsten Wochen kommt noch eine zweite Ankündigung, die ich auch noch mit euch teilen möchte, die ich auch noch loswerden möchte. Und das kommt auch noch, also ja, wie gesagt, es wird viel los sein und ich freue mich da, euch mitzunehmen. Ich weiß natürlich, wird auch wieder hier unter Kritik kommen. Ist ja auch immer interessant zu sehen, so gerade in den letzten Videos, da waren ja so Kommentare wie,
gehst du denn nicht mehr zum Sport? Du hast ja richtig zugenommen. Was ich sagen muss, ich finde sowas sehr, sehr unhöflich. Also ich finde generell, man sollte den Körper einer Frau nicht kommentieren. Egal, ob sie super schlank ist oder übergewichtig ist. Ich finde, das sollte man einfach nicht machen, weil man halt auch da auch oft nicht den Grund weiß, warum denn jetzt jemand ist. Ne? Ob auch jemand übergewichtig ist, weil er Diabetes hat, eine Krankheit hat oder super dünn ist, weil er irgendeine Krankheit hat, eine Essstörung, was auch immer, Hormone nimmt, um schwanger zu werden. Es gibt so viele Frauen, die Fehlgeburten haben und viele andere Dinge. Also ich finde, man sollte so etwas nicht kommentieren. Ja, auch wenn ich mit euch geteilt habe, dass ich super schön abgenommen habe und Sport gemacht habe, ja, weil das einfach auch für mich so eine Sache war. Es ist ja auch super schwer ab 35, auch gerade wenn man so Gewicht verlieren will und so. Deswegen habe ich viel auch meine Tipps mit euch geteilt. Aber das sollte man halt nicht so nutzen als so, ja, da hat sie angegeben, weil sie 15 Kilo abgenommen hat. Und ja, jetzt hat sie zugenommen. Jetzt haben wir was, um sie zu ärgern. So, wisst ihr, was ich meine? Ich merke das ja auch, wie er gemeint ist, ne? Also, wie gesagt, da merkt man schon einen Unterschied, ob man jetzt jemanden ärgern möchte oder ob das jetzt eine Frage aufs Interesse ist, weil ich denke mir so, was juckt dich denn das, ob ich jetzt 4 Kilo mehr oder weniger wiege? Also auch wenn ich abgenommen hätte und dann wieder zugenommen hätte, so, was juckt dich das denn? So, wisst ihr, was ich meine? Ich habe ja mit Sport angefangen, mir ging es hauptsächlich um die Gesundheit. Mir ging es hauptsächlich um die Gesundheit, gerade auch eben im Alter. Das war mein Fokus und natürlich zu viel Körperfett sollte man halt auch nicht haben. Wenn es möglich ist, ja, wenn man ansonsten gesund ist. Deswegen, ja, das waren so eine Themen, aber ich finde das nicht so schön. Und wie gesagt, jetzt in der Schwangerschaft, ich werde sehen. Ich werde euch da auch mitnehmen, wie aktuell meine Ernährung ist. Die hat sich auch ein bisschen geändert. Ja, und ansonsten, ich bin da jetzt nicht so, die jetzt so super auf das Gewicht achtet. Ich meine, klar, ich will jetzt keine 20 Kilo zunehmen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe in den Schwangerschaften, also ich habe bei der ersten Schwangerschaft 13 Kilo zugenommen, bei den Sechslingen waren es 20 Kilo, was halt auch eigentlich, das war alles nur die Kids, also ich war direkt, hatte ich mein altes Gewicht nach der Geburt wieder. Das Einzige, wo ich am meisten zugenommen hatte, war in der letzten Schwangerschaft mit dem bei der dritten Schwangerschaft, bei dem 9., 8. Kind. Oh Gott, ich komme schon selber durcheinander. Hä, was? Das war 8. Kind. Jetzt kommt dann 9. Ach, komm. Das dann, wenn ich diese Zahlen ausspreche, hört sich das für mich auch schon, ne? Weil ich bin es ja auch gewohnt, schon viele Kinder zu haben, weil ich kenne es ja nicht anders, ne? So viele Kids zu haben, aber es ist trotzdem so irgendwie ungewohnt, wenn ich dann solche Zahlen ausspreche. Ja, und beim letzten eben, wie gesagt, dann waren es halt, glaube ich, 23 Kilo. Da hatte ich dann am meisten zugenommen, aber auch die waren bei mir immer super schnell weg, weil ich halt einfach, ja, nach den Schwangerschaften halt immer aktiv sein musste bei so vielen Kindern. Deswegen war es bei mir nie ein Thema. Jetzt ist es, wie gesagt, nochmal was anderes als Spätgebärende. Ja, dann wird es halt wahrscheinlich auch nicht so einfach, danach nochmal so Kilos loszuwerden. Deswegen wie gesagt, für mich geht es darum, dass ich mich gesund ernähre, dass auch das Baby gesund sich entwickeln kann, eine ausgewogene, eine gesunde Ernährung, trotzdem ohne irgendwas zu verzichten. Wenn ich Lust habe auf was Süßes, dann kommt auch was Süßes. Mein Mann hat auch schon angefangen, mich zu messen. Ich sage zu ihm letztens, Britte, hör auf, mir Sachen mitzubringen, wenn mir andauernd irgendwelche Gebäck und Kuchen mitbringt. Und ich so, hör bitte damit auf. Ich habe es ihm dann noch morgens gesagt, als er losgegangen ist. Und was ist? Er kam später trotzdem mit Gebäck. Ja, er weiß, ich bin eine Naschkatze, von daher, ja, ich finde alles in gesunden Maßen, aber da kann ich euch gerne mitnehmen, wenn euch das Thema interessiert. Aber wie gesagt, ich bin so generell nicht so ein Mensch, die da jetzt so auf die Waage achtet. Ich habe jetzt, wie gesagt, Halbzeit und habe bis jetzt 4 Kilo zugenommen. Deswegen, ja, stehe ich nicht warum mir so in den Kommentaren so ein paar, du machst keinen Sport mehr, du hast ja aber richtig zugenommen. Ich muss halt mal so lachen. Wie gesagt, Bäuchlein, ich habe schon so gemerkt, so immer im Videoschnitt, so, also wer schon das Gefühl hatte und richtig hinguckt, der kann das erkennen, dass dann dachte ich auch vor allem so im Laufe des Tages, so morgens geht dann noch der Bauch, aber im Laufe des Tages wächst er da ja nochmal, weil das ganze Gewebe, das ist ja alles weich und die Verdauung ist ja auch langsamer und so. Und dann zum Abend hin habe ich immer so einen riesen Bauch. Und das war dann zum Beispiel auch im letzten Video so, wo ich noch angefangen habe zu filmen und das Ganze, bis ich fertig war mit diesen ganzen Meal Prep Gerichten, das hat ja auch 4-5 Stunden gedauert und am Ende wurde meine Bluse immer enger. Und dann dachte ich auch nur so, jetzt, ihr könnt wirklich, wenn ihr so den Anfang vom Video guckt und einmal so das Ende, da sieht man, wie die Bluse am Ende spannt. Ja, witzig.
Aber gut, ja, das sind halt solche Sachen, ne? Und dann halt in den letzten Kommentaren, wo jetzt manche so geschrieben haben, so, ja, bist du schwanger? Oder ich vermute, du bist schwanger. Dann kam auch schon der erste Kommentar, ah, die braucht mehr Kindergeld. Also ich weiß schon, was mich erwartet, was für Kritik uns erwartet. Ja, 9. Kind, damit wir hier jetzt wieder, was ist denn das, 200 Euro mehr haben. Das ist halt immer so ein Thema. Ich sage immer, die Personen, die immer sowas schreiben, dass man Kinder nur wegen Kindergeld macht, haben selber keine Kinder, weil dann wüssten sie, wie viel so ein Kind kostet. Und lassen wir mal wirklich dieses Finanzielle zur Seite. Ja, wie viel Kinder kosten und dann auch noch in unserem Fall, was man ja auch noch mal berechnet, wir haben 6 bzw. 7 Kinder gleichzeitig, ja. Ich musste für 7 Kinder in der gleichen Größe gleichzeitig Schuhe, Jacken jedes Jahr kaufen. Es war ja nicht so wie jemand, der jetzt einzeln 8, 9 Kinder bekommt, der immer die Sachen aufhebt fürs nächste Kind und so weiter. Und hier passt dem nicht mehr, packen wir zur Seite und dann kann das Geschwisterchen in 1, 2 Jahren anziehen. Diese finanzielle Belastung, das wissen wirklich nur die wirklich Kinder haben. Also wirklich, das ist Kommentare, die stehen mir schon bis hier mit diesem Kindergeld. Diese paar 100 Euro, die machen uns nicht reich. Ja, und ich finde, lassen wir eben das Finanzielle zur Seite. Man muss bedenken, wie viel Kraft und wie viel Energie es Eltern kostet, ein Kind großzuziehen. Ja, also das ist nicht nur die finanzielle Versorgung, die Kosten, die man hat, sondern es ist auch die emotionale Versorgung. Wie gesagt, wenn man möchte, dass seine Kinder gute Menschen werden, mit einem schönen Charakter, mit schönen Werten aufwachsen, das ist die harte Arbeit, das ist der harte Job und da nützt dir kein Cent auf dieser Erde. Klar, natürlich, da nützt dir kein Kindergeld. Von daher hatte ich auch so einen kurzen Moment, so als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, wo ich so kurz dachte, weil, wie gesagt, wir haben ja jetzt schon fast erwachsene Kinder. Die erste Große ist ja erwachsen mit ihren 21. Die Sechslinge mit den 17 Jahren fast erwachsen. Aber das ist halt auch so, wo ich dann kurz dachte, so, boah, und wieder musst du so viel Kraft investieren, um einen guten Menschen, ja, in diese Welt zu entlassen. Vor allem in dieser schwierigen Zeit ist es auch nochmal was ganz, ganz anderes. Und da macht man sich natürlich immer viele Gedanken. Aber da wir ja auch religiös sind und daran glauben, dass alles, was uns im Leben passiert, ja auch vorbestimmt ist, ja, wissen wir, dass ja, alles im Leben einfach auch ein Test ist. Und ja, wir diesen einfach mit Geduld versuchen zu meistern und das Beste daraus zu machen. Deswegen finde ich immer Respekt an jeden Mutter und Vater, der versucht, seine Kinder einfach ja gut zu erziehen und dass aus ihnen ja gute, tolerante, liebevolle Menschen werden. Das ist die größte Aufgabe. Von daher, ich mache jetzt hier Schluss mit diesem riesenlangen XXL-Video. Ich hoffe, ihr habt es bis hierhin ausgehalten. Ja, schreibt mir gerne trotzdem eure Kommentare, was ihr denkt. Vor allem, mich würde ja mal so interessieren, was denkt ihr, was ist so die Grenze? Wie gesagt, das war jetzt für mich, ist es jetzt auch ein neues Thema, Spätgebärende zu sein. Ich habe mir so ein Video angeguckt, aber das war, glaube ich, so eine über 50-Jährige, die ihr erstes Kind bekommen hatte. Also gerade so das Thema Spätgebärende, könnt ihr mal gerne schreiben, falls ihr auch zu den über 40-Jährigen gehört, die nochmal ein Kind bekommen haben, schwanger seid oder sonst. Wie ist das euch? Was sagt ihr? Wo liegt da die Grenze? Wo sagt ihr, oh, das ist ein totales No-Go, ab diesem Alter noch ein Kind zu kriegen, geht mal gar nicht. Ich muss ja sagen, für mich selber, ich fühle mich jung, ne? Man sagt ja auch immer, man fühlt sich ja innerlich nicht so, wie alt man eigentlich ist, ja. Es wird so innerlich, denke ich mir so, wenn ich manchmal denke, hey, ich werde jetzt Montag, bin ich 42, so, dabei fühle ich mich so, als wäre ich in meinen 20ern, so wisst ihr, was ich meine? Deswegen ist es für mich so alterstechnisch, ich dachte immer so 35, so damals noch, als ich jung war, bevor ich die ganzen Kinder hatte, war für mich so eine Grenze, wo ich sagte, bis 35 Jahren ist noch okay, ab dann finde ich es schon ein bisschen zu alt zu sein, aber jetzt, wo ich selbst jetzt, wie gesagt, gleich
in ein paar Tagen 42 bin, denke ich jetzt so, okay, finde ich jetzt selber jetzt gar nicht so, so schlimm, das Alter. Aber ja, da könnt ihr mir gerne eure Meinung auf jeden Fall in den Kommentaren schreiben. Und ich hoffe, ihr freut euch auf die nächsten Videos. Und ja, ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall dabei. Denn ich brauche auf jeden Fall eure Tipps und eure Unterstützung jetzt für die Zukunft. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben sehr. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann!